Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die Review zu U2000 Tauchwort des Grauens. Da wir die Godzilla All Movie DVD Collectors Box Volume 10 als Grundlage zur Verfügung haben, werden die eingeblendeten Szenen auf Japanisch sein. Die U2000 wird im Original Gotengo genannt. Der Film selbst ist ein Science-Fiction-Fantasy-Film aus dem Jahr 1963. Die Regie führte Ishiro Honda, das Drehbuch schrieb Shinichi Sekizawa und die Spezialeffekte kamen von Eiji Tsuburaya. Der von Toho produzierte Film ist eine freie Adaption des japanischen Abenteuerromans Das Unterwasserkriegsschiff, eine fantastische Geschichte von Inselabenteuern aus dem Jahr 1899 von Shunro Ishikawa, mit zusätzlichen Elementen aus Shigeru Komatsuzakis Buch Das Unterwasserkönigreich. Die Hauptrollen spielen Tadao Takashima, Yoko Fujiyama, Yo Fujiki, Jun Tasaki, Ken Uehara, Kenji Sahara und Hiroshi Kozumi. Die Geschichte beginnt in einem Taxi. Der Gast wird ganz offensichtlich von einem Mann entführt. In der Bucht von Tokio haben der Fotograf Susumu und sein Assistent Yoshito ein Shooting. Plötzlich erscheint aus dem Wasser ein merkwürdiges Wesen, was durch das Blitzlicht von Susumu vertrieben werden kann. Aus dem Nichts kommt das Taxi angefahren und fährt genau an der Stelle ins Wasser, wo der Gasmann auftauchte und versenkt sich selber. Am nächsten Tag berichten die beiden der Polizei von den Ereignissen und bemerken eine Frau, die für ein neues Fotoshooting in Frage kommen könnte. Was sie nicht wissen: Die Frau, die sie sahen, ist Makoto Jinguchi, die Tochter eines legendären Weltkrieggenerals. Makotos Vater gilt seit Ende des Krieges als gefallen. Der Admiral Kozumi, ein Freund von Captain Jinguchi, hat sich seitdem um Makoto gekümmert. Plötzlich erscheint ein Reporter und berichtet, dass der berühmte Kapitän noch lebt und an einer neuen geheimnisvollen Waffe baut. Admiral Kozumi und Makoto können nicht glauben, was sie gerade gehört haben. Kurz danach werden die beiden von demselben Mann entführt, der zu Anfang bereits im Taxi war. Susumu und Yoshito sind aber hinter Makoto her, um sie für ein Shooting zu gewinnen. Sie nehmen die Verfolgung auf. Der Entführer, der sich als Agent 23 offenbart, ist vermureich und will die beiden mitnehmen. Am Horizont tauchen bereits U-Boote und weitere Gasmänner aus dem Wasser auf. Die beiden Fotografen stoßen dazu und können Agent 23 aufhalten. Er flüchtet zurück ins Meer. Bei der Polizei schildern sie die Lage, bis plötzlich ein Videoband überreicht wird. Man sieht sich das Video mit Militärs und Politikern an. Das Mu-Reich schildert dort drastische Forderungen, die sofort an die Weltöffentlichkeit gehen. Was sie sagen, sind auch keine Worthülsen. Sie versenken Schiffe und U-Boote. Einzige Hoffnung scheint die Wunderwaffe von Captain Jinguchi zu sein. Die Polizei kann einen Mann festnehmen, von dem sie ausgingen, dass dieser Makoto etwas Böses will und vielleicht auch vom Mu-Reich ist. Der Mann ist aber ein Vertrauter von Jinguchi und sollte auf Makoto aufpassen. Er bestätigt, dass der General noch lebt. Das Team macht sich nun auf den Weg dorthin, zusammen mit dem geheimnisvollen Reporter, der etwas Merkwürdiges ins Wasser wirft. Jinguchi lebt mit anderen Kriegsteilnehmern zurückgezogen auf einer Insel mit wertvollen Ressourcen. Das Team kommt bei Jinguchi an und Makoto sieht nach 20 Jahren zum ersten Mal ihren Vater wieder. Doch er reagiert kaum auf sie und widmet sich seinen alten Kriegskameraden zu. Er präsentiert stolz seine Wunderwaffe, das U-Boot U2000. Mit der will er allen Feinden Japans den Kampf ansagen. Als Kozumi ihnen vom Ende des Krieges und der Bedrohung durch das Mu-Reich berichtet, wird Jinguchi sauer. Er will nicht, dass ein U-Boot für die UNO kämpft. Nur sein Land zählt für ihn. Vor allem Makoto als auch die anderen sind über dessen Haltung schockiert. Makoto hat den Mut, ihre Enttäuschung und Wut Jinguchi ins Gesicht zu sagen. Auch Susumu gibt zu verstehen, dass er seine Haltung nicht tolerieren kann. Jinguchi denkt sichtlich darüber nach und er will, dass Susumu sich gut um Makoto kümmern soll. Anschließend werden Susumu und Makoto von dem Reporter entführt. Er ist ebenfalls ein Agent des Mu-Reiches. Er platziert Dynamit bei der U2000 und diese gehen hoch. Susumu und Makoto werden der Kaiserin präsentiert und sie sollen dem Schutztier Manda geopfert werden. Kapitän Jinguchi hat seine Einstellung geändert. Er sieht ein, dass sein Denken falsch und veraltet war. Er zieht mit der U2000 gegen das Mu-Reich in den Krieg.
Mühelos bekämpft das U-Boot die Truppen des Gegners. Mit Gefrierwaffen kann es auch das Kaiju-Manda töten. Susumu, Makoto und dem entführten Techniker vom Anfang gelingt es, Dynamit zu klauen, die Kaiserin zu entführen und sie mit an Bord der U-2000 zu nehmen. Nun sind Shinguchi und Makoto wieder vereint. Der Kapitän holt zum letzten Vernichtungsschlag gegen das Mu-Reich aus. Er dringt in ihre Welt ein und seine Truppen platzieren Bomben an wichtigen Punkten. Er taucht mit U-2000 wieder auf und alle sehen, wie das Mu-Reich in gewaltigen Explosionen untergeht. Shinguchi lässt die Kaiserin von Bord gehen. Er weiß, was ihr bevorsteht und will sie nicht abhalten, so zu sterben, wie ihr Volk gestorben ist. Nun zu meiner Bewertung. Japan hat den Zweiten Weltkrieg nie wirklich aufgearbeitet und von daher kann die Handlung als Anreiz dafür betrachtet werden. Prinzipiell nimmt Mu in diesem Film die Rolle von Japan im Zweiten Weltkrieg ein, nur mit dem Unterschied, dass diese bis zum bitteren Ende kämpften und von daher ausgelöscht wurden. 10 Gs. Die Spezialeffekte sind aus einem sehr hohen Niveau. Hervorzuheben ist das Modell der Gotengo und der Untergang von Mu. Jeweils einen Punkt Abzug gibt es für die sehr sichtbaren Fäden bei den Flugszenen der Gotengo und für die Hintergründe der Strandszene. 8 Gs. Der gesamte Film wird mal wieder durch die großartigen Musikstücke von Akira Ifukube aufgewertet. Hervorzuheben sind hier der Marsch der Gotengo und der Marsch während des Gegenschlages im Mu. 10 Gs. Der Film hat einen sehr ruhigen Aufbau, wobei die Muons ab und zu auftauchen. Vor allem Agent 23 spielt sehr überzeugend, sodass sein Verrat sehr überraschend kommt. Auch wenn es zuvor schon Hinweise darauf gab, dass er ein feindlicher Agent ist. Der Schluss wirkt etwas gehetzt, aber ist noch in einem angenehmen Tempo. 10 Gs. Und damit komme ich insgesamt auf 38 von 40 Gs. Hallo, nun zu meiner Bewertung. Honda hat mit U-2000 eine Sichtweise im Kaiju Eiga inszeniert, die es so noch nicht gab und sehr interessant ist. Es gibt viele Möglichkeiten, da unterschiedliche Sichtweisen zu haben. Sehr gut gemacht. 10 Gs. Für mich sind die Effekte in U-2000 sehr gut geworden. Das Mecha allein gefällt mir schon sehr, die Modelle, gerade die des einstürzenden Tokios, wirken sehr brachial. Hin und wieder gibt es ein paar Hintergrundeinstellungen, die nicht so gut geworden sind, und das Set des Mu-Reiches sieht auch etwas trostlos aus, aber ansonsten top. 9 Gs. Akira Ifukube hat hier eines seiner Sahnestücke komponiert. Das Thema der U-2000 ist wahnsinnig gut und flott und auch allgemein wertet der Soundtrack den Film sehr auf. 10 Gs. An manchen Punkten stockt der Film etwas, hat aber jedoch ein sehr schönes Tempo und gerade zum Schluss macht er so richtig Spaß. 9 Gs. Damit komme ich auf 38 von 40 Gs. U-2000 ist ein großartiger Film mit einer klaren Antikriegsbotschaft. Die Verblendung von Kapitän Noguchi, der letztendliche Untergang von Mu und die Einstellung der nächsten Generation zeigen, wie das Ende des jeweiligen Weges aussehen kann. Bis dann. Es war Frankenstein.